Ein Hallo an alle kreativen Köpfe und alle, die es werden möchten. Heute dreht sich alles um diese Sitzkissen. Dieses Sitzkissen wird aus alten Jeanshosen gearbeitet. Wenn ihr Lust dazu habt, bleibt dabei und wir nähen es gemeinsam. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Um unser Sitzkissen arbeiten zu können, brauchen wir alte Jeans in 2 Farben. Vorzugsweise nutzen wir die Hosenbeine. An unseren Hosenbeinen haben wir Ziernähte. Die möchten wir nachher auch in unserem Kissen haben. Dazu verwenden wir ein Jeansgarn oder ein extra starkes, dickeres Garn. Ich habe dazu Nummer 36 von Mettler in Schwarz gewählt. Zur Füllung brauchen wir Kapok. Ihr könnt jedes Füllmittel nehmen, das ihr gerne möchtet. Ich halte Kapok da für die beste Wahl. Für unseren Boden verwenden wir eine 3 mm starke Filzplatte und schneiden daraus einen Kreis mit 31 cm Durchmesser zu. 31 cm Durchmesser hat einen Umfang von 99 cm. Den Umfang brauchen wir, um unser Seitenteil nachher auszumessen. Zusätzlich zu unserem Seitenteil brauchen wir den Umfang plus 6 cm, also 105 cm brauchen wir für unser Seitenteil. Meine Sitzkissenhöhe wird 15 cm hoch. An jeder Seite kommt 1 cm dazu. Wenn ihr das genauso machen möchtet, schneidet also Streifen in einer Breite von 17 cm zu. Die Länge des Streifens ist 105 cm. Auf der einen Seite versäubern wir den Streifen, schlagen ihn mit 1 cm Nahtzugabe um und steppen das einmal fest. Die andere Seite versäubern wir nur. Das reicht nachher völlig aus. Wir möchten nicht zu viel Material in unserer Seitennaht haben. Die Oberseite unseres Sitzkissens arbeiten wir mit Dresden Plates. Nehmt die Dresden Plates, die ihr schon als Schablone habt. Wenn ihr eure Schablone selber anfertigen möchtet, um die gleiche Größe zu wählen, die ich in diesem Video verwende, dann messt ihr einmal die obere Weite 11,5 cm, eine Länge von 26,5 cm. Die schmale Seite wird 3,3 cm breit. Ihr tragt 1 cm Nahtzugabe ein und ihr markiert eure Schablone. Einmal zeichnet ihr den Fadenlauf ein, schreibt drauf, was es ist, Sitzkissen, und schreibt drauf, was ihr braucht. Wir brauchen 10 mal hellen Jeans und 10 mal dunklen Jeans. Wenn wir das haben, möchten wir diese einzelnen Dresden Plate Elemente paarweise zusammennähen. Nehmt ein dunkles Stoffstück und nehmt ein helles Stoffstück. Diese beiden Stücke legen wir mit den rechten Seiten nach außen. Die linken Seiten liegen zueinander, die rechten Seiten liegen außen. Das steppt ihr mit 1 cm Nahtzugabe ab. Das sieht dann so aus. Unseren 1 cm Nahtzugabe schneiden wir auf der hellen Seite zurück, damit wir nachher nicht so viel Inhalt in unserer Naht haben. Das klappen wir auf und bügeln die schwarze Seite mit der offenen Kante über unsere helle Seite. Diese offene Nahtlinie steppen wir einmal ab und lassen sie als Fransen offen stehen. Aus all unseren Zuschnitten fertigen wir nun Paare an. Wir haben 2 unserer zugeschnittenen Teile mit den linken Seiten aufeinander, den rechten Seiten außen mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Dazu können wir einen Abstandhalter verwenden, wenn wir mögen. In meiner Maschine habe ich nun das 36er Ziergarn eingesetzt. Dazu verwende ich eine 90er Nadel. Als Unterfaden könnt ihr jeden Faden verwenden, den ihr gerne mögt. Wir möchten nun unsere blaue Stoffkante einkürzen. Die schwarze Stoffkante bleibt stehen. Ich finde, das geht am allerbesten, wenn wir dazu eine Applikationsschere verwenden. Wir heben die blaue Stoffkante hoch, setzen den Flügel der Applikationsschere auf den schwarzen Stoff, der stehen bleiben soll, kippen den blauen Stoff, den wir zurückschneiden wollen, über diesen Flügel und können nun einfach schneiden. Wir schieben unsere Schere einfach über den Stoff weiter und wir schneiden einfach zurück. Das wiederholen wir bei allen gebildeten Paaren. Wenn wir nun unsere beiden zusammengesetzten Stoffelemente aufkippen, schlägt die schwarze Naht ganz automatisch über die blaue Naht. Das möchten wir haben.
Wir haben unsere Nähnadel auf mittlere Position und wir legen unsere beiden zusammengesetzten Stoffstücke unter die Nadel. Wir spannen unseren Stoff einmal. Unsere schon genähte Naht legen wir an die Innenkante unseres Füßchens. Die genähte Naht liegt an der linken Innenkante unseres Füßchens. Unsere Stoffkante liegt zur rechten Seite. Wir halten unsere beiden Fäden fest und verriegeln unseren Faden am Anfang. Meine Stichlänge habe ich auf 3 eingestellt, um einen schönen langen Stich zu bekommen. Ich setze die erste Naht und verriegel. Das Ganze schiebe ich noch einmal unter meine Maschine. Ich setze mein Füßchen wieder genauso an wie gerade, aber dieses Mal versetze ich meine Nadel zur rechten Seite. Die erste Naht liegt an der linken Innenseite meines Füßchens, meine Nahtzugabe liegt zur rechten Seite, meine Nadel ist zur rechten Seite verstellt. Wir halten unsere beiden Fäden fest und verriegeln. Und nähen unsere Naht wie beim ersten Mal entlang. Und verriegeln. Als letztes ziehen wir noch diese Querfäden heraus. Das machen wir über die ganze Bahn. Unsere stehen gebliebenen überlangen Fäden schneiden wir einmal ab und schon haben wir unsere Fransen. Das wiederholen wir bei allen Paaren. Wir haben unsere einzelnen Paare zusammengesetzt und diese legen wir nun einmal als Kreis aus. Das sieht schon ganz gut aus. Wir nähen nun alle unsere Einzelteile zusammen. Wir nehmen 2 Elemente, schlagen die linken Seiten zueinander, nähen das fest. Unsere Viertel legen wir erneut einmal zum Kreis zueinander. Bei meinem Kissen habe ich auf beiden Seiten die schwarzen Seiten zur blauen Seite geschlagen. Dadurch tritt die blaue Seite ein wenig in den Hintergrund. Die ausgefransten Seiten treffen aufeinander und ich bekomme eine Strahlenoptik. Würde ich die ausgefransten Seiten immer in gleiche Richtung laufen lassen, würde ich eher eine Optik wie bei einem Rad bekommen. Wir haben Vierergruppen gebildet. Wir nehmen eine Vierergruppe und nähen rechts und links ein Element an und wir nehmen 2 Vierergruppen und nähen diese aneinander. Wenn wir das haben, fügen wir diese beiden Teile zusammen und nähen die letzten Nähte. Das machen wir nun in einem. Wenn wir alle Kreiselemente zusammengesetzt haben, erhalten wir einen Kreis mit einer Öffnung in der Mitte von ca. 7 cm. Diese Öffnung, die versäubern wir einmal, damit da ein bisschen mehr Halt ist. Und auf diese Öffnung legen wir einen Kreis von 10 cm Durchmesser. Diesen Kreis nähen wir in 2 Runden ziemlich dicht an unserem Loch an. Legen ihn mittig auf unsere Öffnung. So schauen, dass es an beiden Seiten gleich weit überhängt und stecken das Ganze einmal mit ein paar Nadeln fest. Halt, hatte ich es richtig? So. Wenn wir das haben, drehen wir das einmal auf unsere linke Seite und nähen um unsere Öffnung herum. Wir legen die Außenkante unseres Füßchens an unsere Nahtkante an und wir steppen einmal um unseren Kreis herum. Nehmen das Ganze unter unserer Nähmaschine hervor. Und wir legen das Ganze mit unserer Vorderseite noch einmal unter unsere Nähmaschine. Und haben wieder unseren kräftigen Faden eingesetzt, unseren Zierfaden. Mit diesem Faden nähen wir nun einmal unsere schon genähte Naht entlang. Haben wieder einen Dreierstich und achten darauf, dass wir genau unsere schon genähte Naht treffen. Wir verriegeln und setzen füßchenweit daneben unsere zweite Naht. Ich verschiebe meine Nadel
zur schon genähten Naht, setze mein Füßchen direkt an der schon genähten Naht an und nähe meine zweite Runde. Das Ganze hole ich erneut unter meiner Nähmaschine hervor und versäuber. Diesen Außenkranz, den habe ich jetzt echt unterschiedlich liegen, den möchte ich wieder so ein bisschen gleicher legen und danach ausfranseln, damit er sich ein bisschen optisch anpasst. Das heißt, wir schneiden diesen Kranz wieder ein bisschen zurecht und nutzen dazu wieder unsere Applikationsschere. Das Ganze braucht nicht super akkurat zu sein, achtet nur darauf, dass ihr nicht in euren Stoff schneidet. Aber dafür haben wir ja die Applikationsschere gewählt. Unser Kreis sieht nun ziemlich wonkig aus. Wir lösen hier nun wieder die Schussfäden und haben mit den Kettfäden erneut unsere Fransen gebildet. So sieht unser Top nun schon einmal aus. Nun können wir es zuschneiden. Ich möchte die Mitte nicht genau mittig halten. Ich möchte die Mitte ein bisschen versetzt haben, dass die Strahlen von einem Punkt aus abgehen. Das heißt, ich drehe das Ganze einmal um, setze das auf, zeichne mir meine Mitte einmal ein, zeichne mir einmal den Bereich ein, den ich wählen möchte. Auf der Rückseite, es ist also egal, wie auch immer wir das jetzt hier einzeichnen, und gucke mir das Ganze einmal an. Das finde ich gut, das schneide ich aus. Ich lege meinen Top wieder auf und schneide einmal herum. Ich nehme ab, was ich abgeschnitten habe und drehe mein Kissentop um. Dieses Top nähe ich nun an meine Seite. So, das ist die Außenkante, die möchte ich nachher außen haben. Hier fange ich an und stecke das Ganze einmal fest. Achtet darauf, dass ihr diese Kante nicht genau auf eine Schnittstelle setzt, sondern dass ihr das ein bisschen zur Mitte verschiebt, damit ihr nicht zu viele Stofflagen aufeinander verarbeitet. Ihr setzt einen Clip. Und das Ganze machen wir reihum. So schaut das Ganze nun aus. Wenn wir das einmal nach außen schlagen, sehen wir, dass hier unsere umgenähte Seite nachher gut zu sehen ist. Das nähen wir mit einem sicheren Stich einmal rundherum fest. So schaut das Ganze nun aus. Wir haben das mit einer doppelten Naht festgenäht. Ich habe wirklich 2 Nähte gesetzt. Wenn ihr einen Dreifachstich verwenden möchtet, könnt ihr auch das. Und wir haben das Ganze einmal versäubert. Auf unsere nun offene Seite setzen wir nun unseren Boden. Den stecken wir genau gleich fest. Wir haben jetzt hier unsere Seite. So, hier haben wir unsere Seite, unsere Seitennaht. Die ziehen wir einmal gerade, setzen die übereinander, dass es gut passt. Stecken das einmal und setzen nun komplett ohne Wendeöffnung unseren Boden an. Wir brauchen keine Wendeöffnung, die haben wir nachher hier in der Seite. Das heißt, setzen unseren Boden darunter und stecken das Ganze einmal fest. Nun möchten wir rundherum unseren Rand festnähen. So, unser Kissen hat nun einen Top, unser Kissen hat einen Boden. Das Ganze möchten wir nun einmal wenden. Wir haben alle Nähte komplett geschlossen und wir haben hier unsere Öffnung, um nachher auch das Kissen zu füllen. In diese Öffnung greifen wir einmal rein, nehmen unser Top und unseren Boden und ziehen das Ganze einmal durch diese Öffnung nach außen. Das ist ein bisschen steif und geht daher ein bisschen schwierig, aber das macht dem Filz nichts, das macht dem Kissen nichts. Wir können da ruhig so ein bisschen ruppiger vorgehen und können das Ganze einmal wenden. So, so weit, so gut. Nun möchten wir unser Kissen nur noch füllen. Wenn ihr nun denkt, wir haben aber ganz schön viel Rand abgeschnitten und ich mochte diesen Rand, ich mag ihn auch. Diesen Rand werden wir nicht wegschmeißen, den möchten wir weiterverarbeiten in einem anderen Video.
Jetzt brauchen wir unser Kissen nur noch mit Kapok füllen. Dazu nehmen wir von unserem Material immer eine kleine Handvoll, nehmen das in unsere Hand. Wir haben hier diese Öffnung, gehen einmal hinein und füllen unser Kissen nach und nach. Wenn es ein bisschen weicher und fluffiger sein soll, wie dieses hier gerade ist, braucht ihr ca. 800 Gramm. Wenn ihr es richtig fest und stramm gefüllt haben möchtet, braucht ihr ungefähr 1 Kilo. Wir haben hier unsere Öffnung, mit der können wir weit in das Kissen hineingreifen und können die Füllung immer ein bisschen nachschieben und enger setzen. Nehmen nochmal ein bisschen von der Füllung in die Hand und schieben das in unser Kissen hinein. Kapok wird aus den Schoten des Seidenwollbaums gewonnen. Die Naturfaser ist atmungsaktiv, wasserabweisend und wärmeisolierend. Hausstaubmilben können sich dort nur sehr schwer niederlassen. Es ist also die ideale Füllung für unser Kissen. Nehmen ein bisschen Füllwatte, ein bisschen Kapok und schieben es einfach weiter und weiter in unser Kissen hinein. Wir können immer wieder nachdrücken und können unser Kissen weiter füllen. Wir haben ein ganzes Stück von unserer Seitenbahn doppelt liegen, sodass die Füllung, wenn wir sie einmal gut in unser Kissen hineingeschoben haben, auch nicht wieder herausrutscht. Wenn unser Kissen genug gefüllt ist, können wir einmal mit einem feuchten Tuch über unser Jeans fahren und die Watte, die sich außen festgesetzt hat, können wir so wieder entfernen. So, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Form in unser Kissen bringen. Und ein paar Mal richtig kräftig oben auf drücken und hauen. Unser Sitzkissen ist fertig und wir können uns damit draußen ins Gras in die Sonne setzen und den hoffentlich bald kommenden Sommer genießen. Ich hoffe, euch hat das Video Freude bereitet und vielleicht näht ihr dieses Sitzkissen für euch für den Sommer, um dort bei der kommenden Sommersonne schöne Stunden im Garten und im Freien zu verleben. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns am kommenden Samstag wieder. Bis dahin bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!